Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Baba Kocht. Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind mittlerweile beim Buchstaben D angekommen, in der Länderküche kochen. Länderküche kochen? Länderküche kochen. Und es gibt eine Neuigkeit, ihr habt bestimmt schon das Video gesehen, dass ich ein neues Mikrofon habe. Wir haben noch nicht alles komplett ausbalanciert. Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen schlecht in der Qualität ist. Die Meo steht jetzt mal nicht hinter der Kamera, sie sitzt jetzt im Wohnzimmer am Computer, weil da geht es direkt hin. Ich speise es direkt in den Computer ein. So, es gab einen Zuschauer, er hat sich nämlich was gewünscht, und zwar bei der Länderküche, und es gibt Dänemark. Es wurde sich Dänemark gewünscht und das haben wir natürlich gemacht. Wir machen ein klassisches Gericht aus Dänemark. Ich möchte gleich ein paar mehr Videos daraus machen, weil ich fand das einfach schön. Ja, dänemarkische Küche, also die Küche aus Dänemark, ist wirklich sehr, sehr lecker. Sehr geehrte Damen und Herren, wir fangen mit zwei Sachen an, und zwar mit dem klassischen Rotkohl, mit dem dänischen Rotkohl hier. Und das nächste, wir müssen schon mal Fleisch marinieren. Das muss über sehr, sehr lange Zeit mariniert werden. Dann machen wir uns einen schönen Schweinebraten, also einen Schwartenbraten, dänischen Schwartenbraten. Das Ganze werde ich jetzt einfach in zwei Videos teilen, weil sonst wird es einfach zu lang werden. So, was brauchen wir für den dänischen Rotkohl? Es ist wirklich sehr simpel in der Zubereitung, aber die Mischung der einzelnen Zutaten macht es aus. Macht es wirklich sehr viel aus. Was haben wir? Ich habe jetzt hier einen halben Rotkohlkopf. Die sind jetzt super günstig. Wir haben es, also der Herbst hat jetzt gerade angefangen. Und natürlich, wir haben das jetzt schon einmal getestet. Es ist wirklich super lecker. Was brauchen wir? Wir brauchen Johannisbeergelee oder einfach, also schwarze Johannisbeergelee oder schwarze Johannisbeermarmelade. Das nimmt sich nicht viel. Wir brauchen ein paar Nelken. Wenn ihr Nelkenpulver habt, also schon zerstoßen, nehmt das. Wir brauchen ein bisschen Zucker, Zitronensaft, Schweineschmalz oder Gänseschmalz. Und wir brauchen so als Krönung ein Lorbeerblatt. Das Lorbeerblatt, ja, das gibt so die Finesse. Natürlich brauchen wir ein bisschen Rotwein. Wer kein Rotwein trinkt oder wer kein Alkohol trinkt, Kirschsaft. Wer aber Kirschsaft benutzt, bitte aufpassen mit Zucker. Am besten Zucker dann komplett weglassen. Wenn wir nämlich mit Kirschsaft arbeiten, der hat ja schon, ja, ist schon süß. Im Nachhinein, wir schmecken das alles nochmal ab, und zwar nach Geschmack. Ihr müsst dann nach eurem Geschmack abschmecken, aber ich zeige euch, wie es geht. Lasst uns auch sofort anfangen. Ich trage mir noch schnell die Kamera rüber, dass wir gleich von hier aus zuschauen können. Ich glaube, das wäre sogar besser. Genau. Ich habe schon mal so rübergeholt. Jetzt lassen wir es erhitzen. Als erstes kommt Schweineschmalz hier rein. Übrigens, das ganze Rezept findet ihr schon auf www.babakoch.de. Der Sound auf der Kamera ist jetzt übrigens auch ausgeschaltet. Wie gesagt, ich arbeite jetzt nur noch mit diesem Mikrofon hier. Das ist ein Funkmikrofon von Rode. Falls ein anderer Zuschauer Interesse an sowas hat, ich habe schon mal ein Testvideo darüber gedreht. So, sehr geehrte Damen und Herren, es gab noch ein paar kleine Schwierigkeiten, und zwar das Summgeräusch des Induktionskochfeldes. Die Meo meinte schon, das ist schon zu laut in der Kamera. Ah, es geht. Es ist jetzt nicht zu laut, oder? So, wir lassen den Schmalz schmelzen. Fügen da schon mal den Zucker mit hinzu. Lassen das mal ein bisschen karamellisieren und weich werden. In der Zeit fange ich hier schon mal an, ein bisschen zu mörsern. Und wenn ihr es als Pulver da habt, dann nehmt es als Pulver. Also das macht es jetzt auch nicht so großartig aus. Bei den Nelken müssen wir aufpassen, dass wir hier, also wenn ihr es zerstoßt, dass ihr es wirklich komplett zerstoßt. Also wir brauchen auch wirklich nicht viel. Wir brauchen eine Messerspitze, eine Prise, wirklich eine ganz feine Prise. Das Ding hat Power. So, das Gelee kommt auch gleich mit rein. Das reicht. Jetzt brauche ich einen kleinen Löffel. Schaut mal, das sollte schon genügen, vielleicht ein bisschen mehr. Das können wir aber auch im Nachhinein nochmal nachwürzen. Besser nachgewürzt als von vornherein zu viel drin gehabt. So, wir brauchen noch ein bisschen Zitronensaft. Wir fangen an bei 1 Kilogramm Rotkohl mit einer halben Zitrone. Nachher werden wir es nochmal abwürzen. Also nochmal nachschmecken, abschmecken. Und die Zubereitung ist ja wirklich simpel. Mehr ist das nicht. So, Zitronensaft rein. Jetzt haben wir schon alles gemischt. Für den Geschmack ein frisches Lorbeerblatt oder ein trockenes Lorbeerblatt, was auch ihr immer da habt. So, das war es auch schon. Ah nein, Entschuldigung. Jetzt erhöhe ich mal die Temperatur wieder. Rotwein.
und den guten Rotkohl. So. Wir brauchen noch ein wenig Wasser. Dass wir im Nachhinein, wenn es jetzt langsam einkocht, wir müssen das jetzt für 90 Minuten lang einkochen lassen. Und dann aber auch je nach eurem Geschmack. Möchtet ihr es bissfest haben? Mögt ihr es zum Beispiel, wenn es wirklich weich ist? Es wird bissfest. Nach 90 Minuten ist es bissfest. Dann können wir es schon abschmecken und essen. Und das kommt auch dran, wie ihr das Rotkohl geschnitten habt. Ich habe das jetzt mit der Hand geschnitten. Es ist aber auch schön fein. Teilweise sind aber auch ein bisschen gröbere Stückchen mit dabei. Das ist halt im Handarbeiten. Ich bin keine Maschine. Alles ist gut. Alles ist gut. So, es sieht zwar nach viel aus, aber wenn das gleich ein bisschen einkocht, das versinkt gleich und da haben wir wirklich nur ein bisschen drin. Ganz kleines bisschen. Wir sind jetzt soweit auch schon fertig. Wir brauchen jetzt nur noch, ja, das fängt jetzt dann aufzukochen, dann werde ich einfach mit der Temperatur einfach heruntergehen und das dann für 90 Minuten lang köcheln lassen. Da mal so 100 bis 200 Milliliter Wasser gehen wir aber hier schon mal mit hinzu. Das waren jetzt keine 200, schaut einfach mal nach und nach. Das wird jetzt einfach herunterköcheln und ja, wir sehen uns dann in 90 Minuten bis 2 Stunden wieder. Bis gleich, Leute. Sehr geehrte Zuschauer, 99 Minuten sind jetzt vorbei. Das ist so die Höchstzeit, die ich einstellen konnte beim Herd. Und er hat jetzt schon mal provisorisch abgeschaltet. Sieht schon mal gut aus, sieht gut aus. Jetzt müssen wir es abschmecken, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe das jetzt schon mal in der Zwischenzeit, so alle 20, 30 Minuten, habe ich mal reingeschaut, ob genug Flüssigkeit drin ist. Ich musste nichts mehr zugeben. Und wie ihr sehen könnt, wir haben hier noch Flüssigkeit ordentlich drin. Und das ist auch gut so. Das ist gewollt. So, als erstes würzen wir es ab. Natürlich, erstmal müssen wir es probieren. Natürlich habe ich schon zwischendurch mal genascht. Ne? Es ist alles in Ordnung. Es ist wirklich alles in Ordnung. Aber es schmeckt jetzt süß, hat eine feine Kräuternote drin, also es ist schön. Es ist schön. Aber mir fehlt es komplett an Salz. Das muss rein. So. Nicht zu viel. Ich habe jetzt 2 Prisen. Mir fehlt es an Pfeffer. Auch hier erstmal nicht zu viel. Das verrühren wir erstmal alles und dann probieren wir es nochmal. Mehr Salz. Aber viel brauche ich jetzt wirklich nicht, also keine halbe Zitrone mehr. Wirklich. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Zack, Spritzer. Es darf jetzt nicht zu sauer werden. Es muss wirklich eine gute Konsistenz zwischen süß-sauer haben. Ja. Was ist das für ein Geschmack? Umami? Ja, einfach vollmundigen Geschmack muss es seitdem haben. In allen muss es einfach wirklich sehr lecker schmecken. Zucker brauchen wir jetzt gar nicht mehr hinzuzugeben. Die Marmelade oder das Gelee hat komplett ausgereicht in der Mengenangabe, die ich euch geben werde. Übrigens, das Rezept, wie ich ja schon erwähnt habe, findet ihr sofort auf www.babakoch.de. Ihr braucht es euch nicht aufzuschreiben. Geht einfach auf die Seite, druckt es aus und fertig. Das findet ihr unter Gemüse, ne? Unter Gemüsebeilagen, unter vegetarisch, vegan, was auch immer. Das schöne Rotkohlrezept oder aber nach Länderküchen Dänemark. Jetzt habe ich es ein bisschen übertrieben mit Salz, aber es ist in Ordnung. Absolut. Alles gut. Das müsst ihr jetzt wirklich für euren Geschmack abschmecken. Was ihr machen könnt, ein Tipp von mir, weihnachtliche Zeit. Was kann man da noch hinzufügen? Nelken, man könnte vielleicht ein bisschen Piment hinzufügen oder ein paar Wacholderbeeren, je nach Geschmack. Zur Weihnachtszeit, mein Nachbar meinte, ja, du musst ja mal Zimt hereinmachen. Da dachte ich, ja gut, das ist aber ziemlich weihnachtlich. Ja, kann man natürlich machen. So ganz schön Rotkohl mit Kartoffelklößen und Rotkohl hat einen schönen leichten Zimtgeschmack. Das ist einfach lecker. Das ist schon ungemein lecker. So, wir haben jetzt die flüssige Soße. Liebe Zuschauer, ich habe hier ein bisschen Stärke, wirklich 1 Teelöffel flach gehäuft. Ich gebe Tick Wasser mit hinzu. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr das Ganze vermischen. Ne? Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Stärke nehmen. Das kommt auch an, wie viel Flüssigkeit ihr drin habt. Weil die Flüssigkeit, das ist jetzt unser Geschmack. Was haben wir davon, wenn der Geschmack im Topf bleibt? Gar nichts. Gar nichts. So. Wir dicken die Soße hier ein bisschen an. Das ist jetzt 1 Teelöffel.
Können es auch ein bisschen mehr entdecken, das sehen wir gleich. Dann nämlich haben wir diesen Umami-Geschmack. Ich weiß jetzt nicht, vollmundigen Geschmack. Doch, hier. Schön. Jetzt haben wir hier eine sämige Pampe. Könnt ihr sehen? Das ist jetzt ein bisschen viel, aber wenn wir es alles schön durchmischen, dann passt das. Und jetzt ist unser Rotkohl schön glasig, schön matschig. Das heißt, die ganze Soße, die ist jetzt hier mit dran gebunden und der ganze Geschmack, den haben wir jetzt hier mit dran. Wenn ihr so zubereitet, ihr werdet euch die Finger nach dem Rotkohl ablecken. Natürlich, einige werden das auch schon so kennen. Viele Leute kennen das nicht. Das ist so, jetzt muss ich aber auch schon mit der Temperatur runter jetzt. Jetzt haben wir nämlich den Rotkohl. Schaut mal, es ist alles abgebunden. Das bekommt ihr jetzt direkt auf den Teller. Hier ist der Saft jetzt mit drin. Das leckere Zeug hier. Könnt ihr sehen? Da kommt fast gar nichts mehr raus. Die Soße ist schon automatisch mit drin. Das ist das, was wir halt eben durch das Abbinden erreichen wollen. Lecker. Und jetzt habe ich diesen vollmundigen Geschmack. Ich habe Salz, Säure, Süße und Schärfe. Ich habe die 4 Sorten mit drin. Geschmacksrichtungen. Ne? Bitter habe ich nicht, will ich nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Schaut euch das an. Das Ergebnis ist einfach sensationell. Schaut mal, es ist super feucht, so wie es sein soll. Es ist kein Stück trocken. Soße brauche ich eigentlich schon fast gar nicht mehr. Jetzt haben wir noch schön Schweinebraten, weil das ist schon feucht genug. So muss das sein. Hinterlasst ein Abo da. Das ist ein super leckeres Rezept. Das nächste folgt sofort aus der dänischen Küche. Ich mache mich jetzt auf Dampf vom Acker. Ich mache ein paar schöne Bilder und das war's auch schon.